Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück. Heute oder in diesem Kapitel, was wir jetzt heute anfangen, möchte ich euch einige Kryptowährungen, und zwar die meiner Meinung nach wichtigsten Kryptowährungen, einfach nur kurz vorstellen. Das heißt, ich werde vor allem auf die Vor- und Nachteile eingehen und nicht auf die Konzepte dahinter, sondern nur ganz, ganz grob das umreißen, damit ihr so wisst, in was ihr eigentlich investiert. Immerhin sind wir ja hier gerade in unserer Serie zum Investieren in Kryptowährungen und dann müssen wir natürlich wissen, was wir da eigentlich kaufen. Wir können nicht die Katze im Sack kaufen, habe ich euch schon mal gesagt, das führt zu rein gar nichts. Und deswegen wollen wir uns ganz kurz, wie gesagt, nur in einem Video mal grob angucken, was eigentlich eine Coin kann, und das, finde ich, kann man am allerbesten machen, wenn man über die Vor- und Nachteile redet. Alles klar. Wir fangen direkt an, und zwar mit Bitcoin. Bitcoin war die allererste Kryptowährung überhaupt. Das heißt, Bitcoin ist auch das, was ihr normalerweise, wenn ihr mit normalen Menschen redet, die nicht so tief im Thema drin sind, die das dann trotzdem verstehen, was da eigentlich so passiert. Und das ist ein großer Vorteil, denn ja, Bitcoin hat natürlich auch die ganzen Konzepte geschaffen, ist 2009 schon rausgekommen, also sehr, sehr früh, eigentlich schon jetzt 10 Jahre her. Und damals hat noch niemand dran geglaubt, dass das überhaupt irgendwie funktioniert. Mittlerweile sind alle davon überzeugt, dass es nicht mehr wegzudenken ist. Und in dem Paper, also in dem White Paper von Satoshi, das eben zu Bitcoin geschrieben wurde und auf dem eben im Endeffekt alle Kryptowährungen basieren, werden die Konzepte von Blockchain und Mining als erstes vorgestellt. Das heißt, wir haben hier wirklich den Grundstein in dieser Kryptowährung drin und dadurch natürlich auch einiges an Bekanntheit, einiges an allem eigentlich. Und deswegen ist der Preis von Bitcoin eigentlich immer derjenige, der Kryptowährung generell stark beeinflusst. Das heißt, wenn Bitcoin im Preis stark fällt, dann fallen meistens auch alle anderen Kryptowährungen gleich mit. Zwar nicht komplett und auch nicht unfassbar stark, nicht immer zumindest, aber der Trend ist zumindest meistens derselbe. Das heißt, auf Bitcoin werdet ihr immer Rücksicht nehmen müssen, solange Bitcoin die wichtigste Kryptowährung bleibt. Ich bin mir nicht sicher, ob das vielleicht irgendwann mal passieren könnte, dass Bitcoin nicht mehr der größte ist. Ich hoffe es tatsächlich, weil Bitcoin hat auch sehr, sehr viele Nachteile, aber ich kann es natürlich nicht genau sagen. Aktuell ist zumindest so, dass Bitcoin wirklich extrem wichtig ist und einfach nur die bekannteste Coin überhaupt. Aber sie machen auch sehr viel falsch und haben eigentlich, also bei Bitcoin gibt es relativ wenig Features, wenn man das so genau nimmt, und Änderungen im Protokoll sind furchtbar langsam. Das heißt, zunächst einmal als riesiges Problem möchte ich Mining nennen. Mining ist ein Proof of Work Algorithmus, das heißt, man beweist quasi, dass man was reinsteckt in diese Kryptowährung und dafür bekommt man auch wieder was zurück. Jetzt ist es so, dass Mining eigentlich nur dazu da ist, um Konsensus zu erzielen. Das bedeutet, um eben Blöcke sicher zu machen. Also damit man eben nicht das sogenannte Double Spend Problem einfach so auf der Blockchain hat. Und eigentlich gibt es da ganz, ganz viele andere Optionen. Auch beim Mining an sich gibt es da Optionen, die nicht so krass sind. Denn man muss nicht so viele Miner haben, wie jetzt Bitcoin-Miner hat. Es reichen im Endeffekt auch schon 20 Leute, die vernünftig minen. Dann funktioniert das Ganze auch schon. Und das ist natürlich ein Problem, aber Bitcoin kann das nicht wirklich angehen. Die haben halt ihren Algorithmus so festgelegt und so ist es nun mal auch, so bleibt das wahrscheinlich auch. Aber das Problem ist trotzdem, dass einfach das Mining die Umwelt stark belastet. Im Vergleich dazu, Bitcoin, also das Netzwerk, oder alle Miner zusammengenommen, verbrauchen ungefähr so viel Strom wie ganz Israel aktuell gerade. Also wir haben gerade Mai 2019, wo ich das hier aufnehme. Das heißt, ja, ne? Ist einiges. Und das kann man eigentlich heutzutage nicht mehr wirklich tragen, wenn man bedenkt, wie viel wir eigentlich für Umweltschutz tun und dass es auch noch bessere Kryptowährungen gibt, die das eigentlich nicht mal brauchen. Das heißt, hier was dringend verbessert werden müsste, meiner Meinung nach. Außerdem die Skalierung. Bitcoin skaliert quasi gar nicht. Man hat eine feste Blockgröße in Bitcoin, die ist ursprünglich gewesen auf 1 Megabyte. Mittlerweile sind die Signaturen ausgelagert in dem SegWit-Konzept, das muss euch nichts sagen. Man kommt auf effektiv ungefähr 1,4 bis 1,8 Megabyte pro Block. Und das ist künstlich limitiert tatsächlich. Außerdem, auch künstlich limitiert, kommt alle 10 Minuten ein Block raus im Durchschnitt. Das heißt, es kann mal vorkommen, dass quasi 2 Blöcke direkt hintereinander gefunden werden, aber dann kann es halt auch mal sein, dass ein Block eine halbe Stunde braucht, bis er gefunden wird. Das ist möglich und auch schon mehr als einmal vorgekommen. Im Durchschnitt alle 10 Minuten ein Block. Das heißt, wir haben einen begrenzten Block. Und wir haben, also von der Größe begrenzter Block, und wir haben alle 10 Minuten einen Block. Das bedeutet, insgesamt haben wir eine Transaktions-
Limitierung. Das heißt, wir können maximal 3 oder im Durchschnitt ca. 3 bis 7 Transaktionen pro Sekunde durchbekommen. Das hängt davon ab, wie komplex diese Transaktionen sind. Und ja, ich weiß, es ist ein großer Faktor, aber 3 bis 7 Transaktionen pro Sekunde ist nicht viel. Ist wirklich nicht viel. Zum Vergleich, Visa hat 25.000 Transaktionen pro Sekunde. Und das ist das, was wir eigentlich knacken wollen, wenn wir eine wirklich solide Währung schaffen wollen. Und das wollen wir mit Kryptowährung eigentlich erreichen. Das heißt, hier auch wieder bei Bitcoin leider zwar der erste gewesen, aber nicht alles richtig gemacht, nicht mal annähernd. Außerdem, die Blockchain ist natürlich auch riesig geworden, dadurch, dass alle 10 Minuten 1, irgendwas Megabyte an Block rauskommen im Durchschnitt, hat man natürlich auch jetzt schon über 500 Gigabyte auf seiner Platte liegen, wenn man die Bitcoin-Blockchain runterladen möchte. Was man ja theoretisch tun sollte, um das Netzwerk zu unterstützen. Das heißt, auch hier schwierig. Okay, außerdem haben wir bei Bitcoin keine echte Anonymität, sondern eigentlich nur eine Pseudonymität. Wenn ich jemandem meinen Public Key, also meine Bitcoin-Adresse gebe, dann kann der nachvollziehen, woher diese Zahlung kam. Und wenn jeder dieser Public Keys quasi öffentlich ist, also zum Beispiel durch bitcoin.de und dann vielleicht auch durch andere Sachen, dann weiß derjenige einfach exakt, wo ich eigentlich mein Geld her habe und wo es hingegangen ist. Ich muss eben demjenigen nur meine Bitcoin-Adresse geben und schon kann er das alles nachgucken. Das ist ein bisschen ein Problem. Außerdem, und das ist jetzt nicht unbedingt ein negativer Punkt, aber auch nicht unbedingt ein positiver Punkt, es hat negative Auswirkungen. Bitcoin ist eine deflationäre Währung. Das bedeutet, und das ist ganz, ganz wichtig, das habe ich auch schon mal in der Serie erwähnt, es gibt Halvings bei Bitcoin. Das heißt, es gibt alle 4 Jahre lang oder nach 4 Jahren wird quasi die Menge an neuen erstellten Bitcoins pro Block reduziert, und zwar um genau die Hälfte. Das wird gemacht, bis man am Ende bei 0, irgendwas Satoshi ist, und das ist die kleinste Einheit, sprich es wird einfach gar nichts mehr ausgeschüttet, wenn man Bitcoin lange genug laufen lässt. Das ist irgendwann mal in so ein paar 100 Jahren, das dauert schon noch eine Weile. Aber das Problem ist, je weniger die Miner einfach geschenkt bekommen, wenn sie einen Block finden, desto mehr müssen die Leute Fees bezahlen, also tatsächlich Gebühren bezahlen, um eine Überweisung durchzuführen. Denn, wie gesagt, die Miner haben Stromkosten und das nicht zu knapp. Also, die Miner haben Stromkosten, ihr müsst für die Stromkosten aufkommen, weil eben die Miner irgendwann mal keine Kryptowährung, also keine Bitcoin mehr bekommen. Bitcoin ist limitiert auf ein paar Millionen. Und das heißt, irgendwann gibt es halt einfach keine neuen Bitcoins mehr. Sprich, ihr müsst dafür aufkommen, wenn ihr Überweisungen tätigt. Und das macht natürlich das Netz noch ein bisschen ineffizienter, wenn ich mir überlege, dass jedes Mal, wenn ich mit meiner Karte irgendwo Geld abhebe oder gar bezahle, dass ich dann irgendwie so $10 oder gar $100 oder wer weiß, wie teuer das tatsächlich noch wird, bezahlen müsste, dann macht das Netzwerk schon absolut unnutzbar, möchte man schon fast sagen. Das heißt, da muss eigentlich früher oder später noch eine Lösung herkommen. Und ja, das ist möglich. Natürlich kann man den Code patchen, aber das ist immer relativ schwierig zu sehen, wie wir nachher bei den Vorstellungen von Bitcoin Gold und Bitcoin Classic, Bitcoin Cash, ich sage immer Classic, sorry, Bitcoin Cash auch merken werden. Alles klar. Ja, das soll es für Bitcoin erstmal gewesen sein. Viele Vorteile, viele Nachteile. Vor allem aber der größte Vorteil ist, es ist halt die bekannteste Coin. Dadurch ist sie auch im Preis extrem dominant und bestimmt eigentlich so die meisten Altcoins gleich mit. Alles klar. Das war's von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.